Skiers often zigzag across a slope rather than going straight down it. They have to take a path that's not too steep so they can control their speed. Even expert skiers like Carl can't ski down slopes of more than 25 to 30 degrees. Going straight down the slope is the quickest way of getting down the slope. Alternatively, you can go traverse, which means skiing across the slope. That way you control your descent and you go down at a more controlled speed and more safely. But what do we mean by the steepness of a path on a hillside? How can we describe the steepness of the path that goes straight up or down the slope? And how is it related to the steepness of any other chosen path? To answer those questions, we'll need to build a model of a hillside. We'll model the surface of the hillside as a function of two variables. The plane you can see at the base is the xy plane. The height z of any point on the surface itself is a unique scalar value, f of xy. So the height z is a scalar field. In fact, here, f of xy is equal to sine x cos y, but that's not important. To find the slope of the steepest path at any point, we'll use the tangent plane. The direction of the line of steepest upward slope on the tangent plane is shown by the arrow. No matter where we are on the surface, the arrow is always at right angles to the contour line passing through that point. So, if we look at the projection on the xy plane, at any point we can define a vector in the xy plane called grad f. The direction of grad f specifies the direction of the steepest slope, while the magnitude of grad f is simply the magnitude of the steepest slope. You'll see that grad f is given by this definition involving the partial derivatives of f. The gradient vector field for the whole surface looks like this. However, as we've heard, skiers don't usually take the steepest path down a hillside. So how can we find the slope of a path in any other direction? It turns out that provided we know grad, it's not too hard to find. Let's go back and look at the hillside again. This is Brent Knoll in Somerset. In fact, to find the slope of any path on this hillside, we don't need a mathematical model. We can estimate the slope from a map. Each of the contours on this map represents a constant height above sea level. Earlier, we saw that the magnitude and direction of the steepest slope of a path at any point are given by the gradient vector grad f. So, let's find the gradient vector at this point A. We're assuming that the ground between these two contour lines is in a plane. Now, we know that the direction of grad f is perpendicular to the contour line through A, and so will be parallel to a unit vector n uphill. The labelling on the contours shows that the rise in height along a path from the point A to the point B along the direction of grad is 10 meters. Hier sind natürlich jetzt viele Details da, nur damit ich sicher sein kann, dass Sie die Karte richtig interpretieren. Also diese Linie soll heißen, das ist jetzt die Höhenlinie für 100 Meter und dieses hier ist die Höhenlinie für 90 Meter. Und wenn Sie jetzt von A nach B gehen wollen, müssen Sie also 10 Meter hochkraxeln, um dann hier oben anzukommen. Und dieses hier, dieses N mit so einem Dach da drüber, das ist ein Vektor und man nennt sowas auch normalen Vektor. Das haben Sie in Computergrafik möglicherweise auch schon bei Herrn Bendig kennengelernt. Ein normalen Vektor ist ein solcher, der die Länge 1 hat und rechtwinklig auf irgendetwas steht. Hier ist es eben rechtwinklig auf der Höhenlinie. And as it's a map,
That rise in height corresponds to going a horizontal distance AB. Using the scale on this map, that works out to be 30 metres. So, grad F is rise over run. 10 divided by 30 in the direction n. In other words, grad F is a third of n. So, auch hier, das ist einfach nur eine andere Schreibweise, was wir auch schon als Ableitung kennengelernt haben. Denn wir fragen uns ja immer, wie viel ändert sich ein Wert bezüglich eines anderen Werts? Also ich gehe zum Beispiel so und so viel Meter und wie viel Höhenunterschied habe ich? Das haben wir auch schon gehabt bei der Steigung. Sie erinnern sich sicherlich auch noch an das Auto, was relativ schief stand, weil es auf einem der schrägsten Straßen der Welt war. Ich glaube, das war irgendwo in Australien. Und das haben wir hier eben auch. Wir wissen, dass wir 10 Meter gehen, von da nach 10 Meter Höhenunterschied haben, von da nach da, nämlich hier von 90 auf 100. Und insgesamt laufen wir aber einen Weg. Also das eine ist der Höhenunterschied. Eigentlich könnte man jetzt hier ein Steigungsdreieck reinmalen, wenn das nicht senkrecht von oben gezeichnet worden wäre. Dann würden die 30 Meter die Länge dieses Weges hier bedeuten und die 10 Meter im dreidimensionalen dann der Höhenunterschied. Ne? Also wir gehen insgesamt einen Weg von da nach da, das wäre dann von A nach B und dieser Weg, das sind jetzt 30 Meter und wir gehen aber gleichzeitig hier ein Stück nach oben und dieses hier, das sind die 10 Meter. Und das ist das, was wir tatsächlich jetzt hier den Berg hochgehen. Also das ist die Höhe, die wir zu überwinden haben. Ich sehe schon, ich habe das ein bisschen zu klein gemalt jetzt hier, aber Sie können es trotzdem sehen und verstehen das jetzt hier, was das mit dem 10 durch 30 bedeutet. Ne? Also 10 Meter Höhenänderung pro Laufstrecke. So, now we know the magnitude and direction of the gradient vector. But what's the slope of any other path? Say this one, passing through the points A and C. The direction of the path is parallel to this unit vector u. The slope of the path through AC is given by the same rise of 10 metres marked on the contour lines, but divided this time by the horizontal distance corresponding to AC. That's 50 metres. So the slope of AC is a fifth. Also der Abstand ist jetzt hier gerade gemeint und ich wollte eigentlich nicht Dokumentenkamera anmachen, sondern wollte einfach nur sagen von A nach C. Das ist jetzt natürlich ein weiterer Weg, den wir zurückgehen, aber immer noch gehen wir von 90 Meter auf 100 Meter hoch. Und ich unterbreche das deshalb, weil ich weiß, dass es hier an dieser Stelle ein bisschen zu viele Informationen sind und das ist auch immer noch kein idealer Film. Trotzdem ist es schön, das wenigstens ein bisschen visualisiert zu haben. Das ist eigentlich, finde ich, trotzdem noch eine brauchbare Anwendung für den Gradienten, weil jeder kennt das, wenn man irgendwo den Berg hoch oder runter fährt. Selbst wenn Sie keinen Ski fahren und das vielleicht auch nur mit einem Fahrrad oder sowas fahren würden, dann wissen Sie auch, wenn Sie den direkten Weg nehmen würden von A nach B, beziehungsweise hier wäre es ja genau umgekehrt, von 100 Meter auf 90 Meter runter, da würden Sie ordentlich Schwung bekommen. Und Sie haben ja auch nur eine kurze Strecke, nämlich diese 30 Meter, die Sie hier zurücklegen. Hier legen Sie die gleiche Höhenunterschied von C nach A, auch 10 Meter Höhenunterschied zurück, allerdings auf eine sehr viel längere Strecke. Das heißt, Sie kriegen nie die Geschwindigkeit und nie den Schwung, den Sie ursprünglich hier bekommen haben, weil die Steigung eben nicht so hoch ist. Und das kennt man auch beim Autofahren und bei unseren deutschen Autobahnen, die ja auch alle immer extra so konstruiert sind, dass dann nicht plötzlich so starke Steigungen da sind, damit zum Beispiel die LKWs, wenn sie den Berg herunterfahren, nicht dauernd bremsen müssen und dann hinterher die Bremsen heiß werden und dann vielleicht irgendwann kein Bremsen mehr möglich ist. But all we've done so far is find the slope from the map. How does all this relate to the gradient vector grad? Well, remember the contour lines are parallel, and so ABC is a right-angled triangle. So, AB is equal to AC times cos alpha, which here means that 30 equals 50 cos alpha. Hier ist der rechte Winkel, ne? Das ist der Winkel und dieses hier ist dann der Sinus und das hier ist dann die Cosinusseite. Also, u is a unit vector in the direction of AC. So, cos alpha is the dot product of the two unit vectors u and n.
Kann man ja auch sehen, ne? Weil dieses hier ist ja gerade der U-Vektor gewesen und dieses hier ist der N-Vektor gewesen. Ja, und wenn man die beiden multipliziert, dann bleibt eben, und die haben ja beide nur die Länge 1, weil sie Einheitsvektoren sind, bleibt Alpha über. Haben wir auch letztes Semester gemacht, ne? Skalarprodukt multiplizieren. Hier würde eigentlich stehen Betrag von 1 mal Betrag von 1 mal Cosinus Alpha oder U-Betrag mal N-Betrag. Nur damit Sie sich noch dran erinnern. Putting all this together, we get the result that the slope of the path AC is equal to u dot grad f. This is a general result, showing how the slope of any path is related to grad f. In fact, you've already seen another example of this result. The dot product of perpendicular vectors is 0, so the gradient vector must be perpendicular to the contour line at any point. So, if skiers knew f and the direction of any proposed path, they could work out the slope of the path by taking the dot product of the unit vector in the direction of their proposed path with grad f. Ja, jetzt muss man nur echt sagen, dieser Abschlusssatz, der Film ist zu Ende, den hätte man sich sparen können. Also keiner der Skier wird hier jemals an Gradienten denken, also herkömmliche Skifahrer jedenfalls. Das ist das, was man dann hinterher sagt, das hat man als Skifahrer im Gefühl, beziehungsweise unser Gehirn berechnet schon etwas, allerdings nicht den Gradienten, sondern es merkt einfach, mit welcher Geschwindigkeit fahre ich und danach werden dann die Skier entweder etwas stärker, wenn man schneller fahren will, in Richtung Abhang ausgerichtet oder wenn man merkt, man will langsamer fahren, dann lenkt man dann die Skier entsprechend mehr zur Seite. Und dazu kommen natürlich noch andere Mechanismen, wie das, was Sie gerade eben auch hier gesehen haben. Man kann dann die Skier auch noch so ein bisschen nicht unparallel stellen, sodass man dann dort auch schon ein Bremsen hat. Das, was man jetzt zusammenfassen kann, ist, der Gradientenvektor zeigt in Richtung der stärksten Änderung des skalaren Feldes Phi. Wenn Phi jetzt eben, wie in diesem Filmchen gerade gesehen ist, die Höhenlinie ist, dann zeigt dieser Vektor immer dahin, wo wir größere Höhe haben. Heißt also in Richtung Bergspitze. Man kann solche Gradientenvektoren aber auch haben, wenn man andere Gegebenheiten hat, wie zum Beispiel die Temperatur. Die Temperatur in einem Raum ist auch unterschiedlich, selbst wenn wir in einem normalen Raum, also selbst hier in dem Raum, in dem ich hier jetzt bin, gibt es auch unterschiedliche Temperaturen. Die sind natürlich nur relativ klein, aber zum Beispiel ist es unten kühler und die warme Luft steigt nach oben. Und das heißt also, auch dort habe ich einen Temperaturgradienten oder eine Änderung des Gradientenfeldes. Und wenn ich jetzt an jedem Ort dieses Raumes, könnte ich jetzt einen Vektor hinmalen und sagen, der Vektor soll dahin zeigen, wo die Temperatur höher wird. Und wenn das hier jetzt mein Vektor wäre, dann würde der sozusagen, egal wo ich bin, an jedem Ort würde der immer in diese Richtung zeigen. Das ist jetzt noch ein relativ einfaches und primitives Vektorfeld, aber Sie können sich relativ schnell vorstellen, wenn Sie jetzt irgendwo einen Heizkörper im Raum haben, und deshalb habe ich dann auch die Heizungstechniker schon genannt. Das sind Leute, die Ingenieure, die Heizungstechniker, die dann auch Räume simulieren und gucken, wo strömt dann die Luft hin, weil warme Luft ja nach oben strömt, und wo muss ich dann möglicherweise einen Ventilator einbauen oder ein Loch in die Wand setzen, wo dann alte Luft abgesaugt wird, und wo muss ich dann neue frische Luft reinblasen. Je stärker die Änderung von t ist, desto länger wird dieser Vektor. Also wenn ich das hier gerade gesagt habe, dass das ein Gradientenvektor sei, dann kann die Länge gibt dann an, wie stark sich die Temperatur ändert. Ich habe nämlich hier dieses komische Dreieck auf dem T, das ist eine Abkürzung für diese Schreibweise, dass wir hier immer partielle Ableitung nach x, partielle Ableitung nach y, partielle Ableitung nach z. Wir haben das gerade eben schon kennengelernt, da stand dann hier hinter immer Phi oder t meinetwegen. Und wenn man die skalare Größe oder das skalare Feld nicht weiter hier aufschreibt, dann ist das eigentlich hier nur eine Rechenvorschrift. Rechenvorschriften allein nennt man meistens Operatoren, und dieser Operator, der hat die Bezeichnung Nabla-Operator bekommen und wird dann, damit man nicht diese drei Größen so schreiben muss, einfach mit so einem Dreieck, was auf der Spitze ist, geschrieben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Schreibweisen. Einmal Gradient von Phi,
Dann können wir dieses mit dem Dreieck schreiben. Ja doch, und die dritte Schreibweise wäre eben, wenn man das ausschreibt, den Vektor oder die Operation, die angewendet wird und hier das Phi jeweils dahinter schreibt. Man könnte das Phi auch hier hinterschreiben, dann weiß man, okay, das wird jetzt auf jede einzelne Komponente angewendet. Also Nabla-Operator.